Für mich ist Gemütlichkeit das A und O, damit ich mich in meinen vier Wänden wohlfühle, egal zu welcher Jahreszeit. Und deshalb fange ich mal damit an. Ich habe hier einen Altar neben meinem Stickplatz, den ich euch gleich genauer zeigen werde. Und ich habe mir jetzt meine Duftlampe angemacht und habe mir meinen All-Time Favorite, das ist der Black Coconut von Yankee Candle, angezündet. Das ist ungefähr ein Drittel des Tarts und da duftet der richtig schön intensiv, circa 2-3 Teelichter lang, je nachdem wie euer Näschen darauf reagiert. Unser Duftempfinden ist ja mal sehr unterschiedlich. Ein Teelicht brennt immer circa 4 Stunden, das wissen ja die meisten. Und dann habe ich mir ein Teelein gemacht in meiner Lieblingstasse. Habe ich mir gestern gekauft und werde ich jetzt zum ersten Mal trinken. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Und der zieht jetzt rein. Okay, dann zeige ich euch jetzt meinen Stickplatz und ich möchte euch den Lovery Stand vorstellen. Bis gleich. Das ist mein Stickplatz von der Fensterseite aus gesehen, an dem mein Lovery Stand steht. Hier. Und der wurde mit der Unterseite vom Sofa fixiert. Das wackelt dann hier gar nicht mehr. Seht ihr? Nur das bisschen. Also manchmal ist es ja so, wenn die Kamera dran kommt, dann wackelt das immer so ein bisschen. Aber beim Sticken absolut unwichtig. Ist schön fest. Da unten ist die Platte. Hier haben wir Löcher, wo wir die Höhe einstellen können. Da zieht ihr dann halt dieses Nüppelchen raus und könnt euch die Stange dann hier auf die Höhe machen, auf die ihr sticken möchtet. Dann gibt es dazu einen Arm. Das ist dieses Teil hier. Das Original, das dazu geliefert wird, das ist kürzer. Und wenn ihr eure Arbeit noch tiefer in euren Sitzplatz hinein haben wollt, dann solltet ihr euch auch gleich den längeren Arm dazu bestellen. Je nachdem, wo ihr bestellt. Ich weiß nicht, ob es den dann auch dort zur Auswahl gibt. Ich selber habe meinen Lovery Stand direkt in England beim Hersteller bestellt. Das war letztes Jahr im März, da wo gerade die Corona-Zeit begonnen hat. Und zum Glück war es kurz davor, wo er sehr lange Zeit nicht mehr lieferbar war. Da habe ich wohl das richtige Näschen gehabt und habe mir den dann halt bestellt. Und die Gemma, das ist die Besitzerin, das ist ein Familienunternehmen. Und die Frau, die ist so freundlich, so nett zuvorkommend. Das wurde mir damals innerhalb von 2 Tagen geliefert. Das ging mega turbo schnell, weil die mit, wie heißen die nochmal? Die innerhalb von einem Tag liefern. Oh, fällt mir der Name jetzt. Transoflex? Ich glaube, das war Transoflex. Ich weiß nicht, ob die das heute auch wieder so macht oder immer noch so schnell liefert, aber bei mir ging das mega turbo schnell. Ich hatte Mittwoch bestellt und Freitag stand der schon hier. Wie gesagt, der kam aus England. Die Seite, die werde ich euch verlinken in der Infobox, damit ihr selber dort schauen könnt. Dann noch Filz mit drunter gelegt unter dem Setz, damit die Platte hier nicht zerkratzt. Ich weiß nicht, vielleicht wird es auch ohne nicht zerkratzen, aber so fühlt sich das für mich besser an. Okay. Ihr seht hier, dass ich meinen Lovery Stand, ich sitze hier auf meinem Platz und ich kann den hin und her schwingen. Und wenn ich den wie hier unten, seht ihr das, hier fixiere, dann
bewegt er sich auch wieder nicht mehr. Man muss hier nur unten ran. Seht ihr, ne? Und wenn ich den halt wieder ein bisschen lockere, dann ist das Ding wieder schwenkbar. Hier zeige ich euch meinen Tabletthalter, damit ihr die Stickvorlage, das Pattern Keeper, direkt vor der Nase habt. Den habe ich beim großen A gekauft. Moment, ich zoome euch da mal näher ran. Den habe ich beim großen A gekauft und der ist für iPad geeignet, für euer Samsung-Tablet und eben auch für meinen Pattern Keeper oder whatever es da alles draußen an Tablets gibt. Es muss nur die Größe passen. Die hat eine bestimmte Spanne, aber das seht ihr ja dann, wenn ihr beim großen A nachschaut. Ich werde euch das unten mal verlinken. Also das Ding, das möchte ich echt nicht mehr missen. Hier habe ich so eine Schaummatte, ein Stück mir abgeschnitten und hier eingespannt, damit das hier griffiger ist und nicht so hin und her rutscht. Da muss man schon ein bisschen probieren, bis es richtig sitzt, richtig fest anziehen und hast du nicht gesehen. Ja. Na, kann ich das? In diesem Bereich haften die Magneten und ich habe mir hier diesen Stylo-Stift, da habe ich mir einen Magneten dran geklebt und dann kann ich damit einfach hier antippen während des Stickens. Hier hängt auch meine Schere dran oder auch hier könnt ihr euch das dran machen. Das ist sehr bequem. Eure Needle Minder. Hier ist der Arm, wo ihr euren Q-Snap einspannen könnt in diese Halterung. Und ich klemme da auch noch dieses Schaumzeug dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr das genau... Ja, so sieht man es. So lege ich mir das da rein, um einen griffigeren Q-Snap im Halter zu haben. Also dann schwenkt sich das nicht mehr hin und her. Nur ein ganz bisschen vielleicht, aber dann kann man auch guten Gewissens hier an dem Ding fester schrauben, ohne dass man Angst haben könnte, dass das bricht. Das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich diese Polsterung einfach dazwischen habe. Ich finde, das ist ein Muss. Wird sich der eine oder andere fragen, was das hier für ein Ding ist. Und zwar sind das diese kabelschonenden Figürchen, die man sich auch beim großen A oder AliExpress oder was weiß ich, wo es die nicht überall gibt, kaufen kann. Dafür ist das eigentlich gedacht. Und ich habe mir das selber umfunktioniert. Schaut mal, die Dinger, da habe ich mir so einen Magneten reingesteckt, das seht ihr da in der Mitte. Und da ist dann mein Einfädler drin, zufällig in der gleichen Farbe. Und das Ding, das habe ich immer, Moment, ich zeige euch. Also hier auf meinem Stickbild habe ich dann hier mein Mäuschen mit dem Nadeleinfädler. Ich habe euch ja bereits gesagt, dass ich es unglaublich bequem von der Handhabung her mag. Und immer wenn ich eine Nadel einfädeln muss, habe ich es gleich unter der Hand und es ist dann absolut keine Mühe oder irgendein Umstand,
Sonst müsste ich ja immer meinen Fädler so im Umfeld suchen und das ist nichts für mich. Direkt von dem Platz, wo ich dann sitze, habe ich mir einen Hocker hier hingestellt, damit ich meine Beinchen da richtig schön bequem ausstrecken kann, damit ich hier kuschelig sitzen kann. So sieht mein Stickplatz aus der Entfernung aus. Hier habe ich eine Tageslichtlampe, die richtig schön intensives Licht auf mein Stickbild wirft in der Nacht, wenn es hier zappenduster ist. Stickt mit mir. Stickt mit mir mache ich mit diesem Ständer, da klemme ich dann mein Handy rein. Und wenn man dagegen kommt, dann wackelt das auch mal schön ordentlich. Und während des Stickens habe ich hier dann mein iPad vor mich aufgeklappt und kann dann Dinge gucken, die mich interessieren während des Stickens. Oder ich mache mir ein Hörbuch an und lausche dem dann, was ich in letzter Zeit sehr gerne tue. Wir gehen mal hier ein bisschen hier ran. Kämpf. Also, hier tue ich dann meine Fäden rein. Das ist quasi mein kleines Abfalleimerchen, Abfalldöschen. Das ist eine Teedose. Möchte ich euch mein Stickorganizer-Ecke zeigen, die mir aus der eigenen Idee bezüglich, weil ich es einfach und bequem haben wollte, entstanden ist. Und zwar ist das eine IKEA-Kommode und die hatte freie weiße Fläche. Und ich habe mir hier 2 starke Magnete mit Sekundenkleber angeklebt. Das gleiche habe ich dann hier mit dem Stickorganizer gemacht und habe mir, ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr die richtig haftenden Pole aufeinander klebt, sonst stoßen die sich an gewissen Stellen ab. Also bevor ihr das, wenn ihr das auch machen wollt, macht dann kontrolliert, dass die richtig aufeinander haften. Wie gesagt, dann habe ich mir diese auch hier angeklebt mit Sekundenkleber. Und ihr seht, das haftet dir super klasse. Und dann muss ich da nur noch mit der Nadel rangehen, wenn ich mir hier einen Faden rausziehen möchte während des Stickens. Ganz einfach. Also bequemer kann man sich das hier schon gar nicht mehr machen. Ich lieb's und ich finde, wenn man ein Hobby zelebriert und lange Freude dran haben möchte, dann sollte man sich peu à peu einen Platz schaffen, dass alles schön einfach und glimpflich vonstatten geht. Also geschmeidiges Arbeiten ist für mich A und O. Wenn ich da hier ein bisschen Stress bei der Sache habe, zum Beispiel mag ich diese Lochbretter nicht, an denen ich da nochmal das rauspulen muss, finde ich. Bitte versteht das nicht falsch, jeder so wie er mag, ne? Und außerdem hatte mich gestört, dass ich immer hier auf meinem umliegenden Platz immer das Ding zur Hand nehmen musste und erstmal suchen und dann dran gehe. Und jetzt muss ich mich nur rüberbücken, meine Farbe rausziehen und das geht dann hier alles wie am Schnürchen. Ja. Es hat ja nun nicht jeder die Möglichkeit, dass man direkt an seinem Stickplatz so eine freie Wand oder einen Schrank hat, wo man sowas anbringen kann. Aber im Baumarkt kann man sich doch ein Brett in beliebiger Größe günstig zuschneiden lassen. Und man kann sich dann dort diese Stickorganizer aufkleben. Das ist doch eine tolle Alternative und dann könnt ihr euch das irgendwo anlehnen und habt dann alle Stickorganizer, die ihr braucht, unter der Hand. Vielleicht eine Idee für euch. Nachdem ich mein Video heute schon fertig gemacht habe und
bearbeitet habe. Fiel mir siebenteils ein, dass ich euch gar nicht gezeigt habe, dass sich der Arm ja auch hier könnt ihr das, dann ist es fest. Ihr könnt das auf eine bestimmte Länge noch hinausziehen. Fragt mich jetzt nicht, wie viele Zentimeter das sind. Das könnt ihr euch ja anschauen, wenn ihr euch das online ansieht. Dann könnt ihr auch die zwei verschiedenen Größen anschauen, was das für einen Unterschied macht. Und wenn ihr hier dran dreht und ihr müsst hinten was vernähen, dann braucht ihr einfach nur hier hinten ran und dann könnt ihr hier euer Fädlein vernähen. So sieht mein Bild von hinten aus. Ich bin dann noch nicht perfekt, aber im Prinzip ist das ja auch egal. Ich nähe nämlich auch manchmal willkürlich. Würde ich jetzt hier wie hier strikt diagonal sticken, dann sieht das hier besser aus. Aber manchmal jump ich da auch noch ein bisschen. Heißt das County Stitch, ne? Genau. Ja. So ist es wieder fixiert. Ich dachte, das ist wichtig und das sollte ich auch noch mitteilen, wenn ich schon mal den Lowery Stand vorstelle. Und das Licht ist gerade die Tageslichtlampe, die steht ein bisschen weiter entfernt und wenn ihr euch das direkt hier in die Nähe holen würdet, ich mache das mal, dann seht ihr mal, wie intensiv das Licht ist. Also ich würde jede Stickerin so eine Tageslichtlampe empfehlen. Ist wirklich gut. Ja, das war dann mal dieses. In diesem Sinne werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Lasst euch nicht das Licht klauen. Lasst euch nicht von irgendwelchen unangenehmen Zeitgenossen ärgern. Wundert euch nur über das, was sie tun. Ja, und dann passt auf euch auf, ne? Und nicht vergessen, ohne Däumchen ist die ganze Mühe ein Schäumchen. Okay, bye bye, ciao, ciao, tschüss. Hokus pokus simsalabim, abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Paff. Ja, wir haben jetzt November 2025 und da ich ja dieses Video, was ich euch jetzt gezeigt habe, im September 2021 gedreht habe und an diesem Stickplatz hat sich einiges geändert. Und da ich ja den Lowery Workstand vorstelle in diesem Video, möchte ich zeigen, was noch dazugekommen ist. Und außerdem gibt es auch noch eine Stickplatzbereicherung mit einem wunderbaren Tool, was ich auch an diesem Video dranhängen möchte, beziehungsweise jetzt in diesem Moment zeigen möchte. Einmal ist das dieser Adapter. Den macht ihr euch hier hinten in die Klemme rein, wo euch auch euer Q-Snap reinpasst, wie ich das ja in dem Video schon gezeigt habe. Und dieses Holzteil, das kostet so um die 40 €, also irgendwie 39 oder 38. Ich hatte das bei Cross Stitch Corner gekauft und da könnt ihr das auch erwerben. Ich habe hier diese Fancy Tools nicht. Es gibt ja so ein Garnrondell oder so ein Scherenhalter. Das ist so ein längliches Teil, wo man sich dann Teile reinstecken kann, weil an meinem Stickplatz habe ich diese breite Armlehne und ich kann mir hier alles drauf tun, was ich möchte. Und deswegen brauche ich da nicht noch mehr Zubehör zu.
Aber wenn ich Bilder finde, dann füge ich die euch auch nochmal hier in diesem Video ein. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr diese Teile vielleicht auch braucht. Aber dieser Adapter, der ist sehr, sehr wertvoll, weil ihr könnt dort, wie ihr hier seht, richtig dicke Rahmen reinspannen. Das ist einer von Fairy Cross Stitch. Den habe ich euch auch auf meinem Kanal vorgestellt. Ihr könnt gerne in meinen Videos schauen, in meinen aktuellen. Da habe ich, wie gesagt, diesen Rahmen vorgestellt und der passt hier rein. Da geht man dann so mit dem Metallding rüber. Ihr seht das hier von der Seite und ihr schraubt das ein und dann steht das hier wie eine 1 auf eurem Stickplatz. Ganz leichtes Hin- und Herschwingen jetzt, aber wenn ich sticke, passiert das nicht. Also das Tool ist wirklich super. Und dann habe ich hier mein Sticklicht auch noch, was ich mir auf den Kopf tue. Dieses Teil ist quasi auf der Stirn und leuchtet dann nach unten, weil von unten, wenn man sich das um den Hals hängt, das stört mich, wenn von unten das Licht auf mein Bild strahlt. Lieber habe ich das von oben und ich kann mir das dann in die Richtung schwenken, wie ich will. Das ist hier so ein flexibles Teil und ich habe das hier mit dem Klettverschluss zusammen gemacht, damit das hier nicht auseinanderdriftet und das dann auf meinem Kopf einfach so wie eine Krone sitzt. Ich finde das witzig. Also ohne dem Teil möchte ich nicht mehr sein. Dann habe ich hier auch noch so ein Leselicht über meinen Platz, wie ihr hier seht. Das kann ich einfach hier dran klemmen. Ich habe einiges, was mir hilft. Hier habe ich auch wieder mein berühmtes Nachteulen-Leselicht, was ich hier einfach an die Brille klemme. Also ich habe keine Probleme. Im Dunkeln habe ich gutes Licht. Und ich denke, das sind auch tolle Utensilien, wenn man mal auf Reisen ist, dass man sich hier solche Lichter auch mitnehmen kann, wenn man mal irgendwo auf Reisen sticken möchte, wo das Licht nicht so gut ist. Aber hier an meinem Stickplatz habe ich diese Lichter. Ich habe auch die Tageslichtlampe, die ich hier gerade anhabe. Die ist hinter mir. Deswegen wirft das hier so ein bisschen Schatten. Ja, und da kann ich meine Schere dran machen oben. Hier ist mein Fadenmüll. Der darf mir hier nicht fehlen. Ja, und auf meinem Stickplatz habe ich diesen wunderbaren Master Set Stickbox, Acrylbox. Das hatte ich mir bei One-to-One Stitch bestellt, aber die gibt es jetzt auch bei Fairy Cross Stitch. Da habe ich mir auch eins bestellt hinterher, aber weil ich euch das ja schon vorgestellt hatte, habe ich das nicht nochmal geteilt. Also das ist jetzt mein CXC-Garn, was ich hier drin habe, und hier ist ein Deckel drauf, um von oben euren Faden zu schützen. Und hier ist die ganze Pracht zu sehen. Und die steht an meinem Stickplatz, je nachdem, ob ich mit CXC sticken will. Und ich mache die gleiche Box, die werde ich jetzt bestücken mit DMC-Garn. Und dann werde ich mir aber keine dritte Box mehr anschaffen für Sondergarn. Glaube ich jedenfalls nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht denke ich mir, das ist so super, finde ich sowieso super. Ich liebe die Stabilität. Also die Stoffboxen, die man ja in die Kallax-Regale reintun kann, das würde ich nicht wollen hier an diesem Stickplatz. Weil das ist ja hier unten weich und hier habe ich eine richtig schön stabile Box. Wenn ich die hochhebe, da wabbelt nichts hin und her und ich bin total happy damit. Ich bin total fein damit.
Schaut bitte einmal auf den Bildschirm. Also, so ist der aktuelle Stand von meinem Lovery Workstand Stickplatz, überhaupt von meinem Stickplatz. Ich liebe ihn. Ach ja, ein Update habe ich hier auch noch. Und zwar habe ich jetzt hier, ich hatte das immer auf Kartons stehen, mein iPad, wenn ich irgendwas gucken möchte, während ich sticke. Ich suchte gerade Friends. Das gucke ich mir jeden Abend beim Sticken an, ein paar Folgen. Und das ist wirklich Komfortzone Deluxe, wenn man stickt und eine tolle Serie guckt. Ja, also das ist der aktuelle Stand. Und hier blende ich euch alle Zubehörteile für den Lovery Workstand nochmal ein, damit ihr mal genau sehen könnt, was es da alles gibt. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mit dem alten zusammen verbunden. Und falls euch diese beiden Tools interessieren, da könnt ihr gerne mal bei fairycrossstitch.com vorbeischauen und da könnt ihr die auch erwerben. Ich habe auch einen Rabattcode, wenn ihr den nutzen möchtet. Da schaut ihr dann auch unten in der Infobox vorbei. So, aber jetzt bin ich fertig mit dem Video. Bis hierhin und nicht weiter. Dann sage ich, passt gut auf euch auf, seid fein zu euch, habt Spaß mit euren Hobbys und dann bis denn. Lasst euch nicht das Licht klauen. Auf Wiedersehen.